Als erste Komponente des Constructive Alignments sehen wir uns die Lernziele genauer an. Werfen wir dazu zunächst wieder einen Blick auf Professor Müller. Professor Müller beginnt die Planung seiner Lehrveranstaltung nun immer damit, Lernziele zu formulieren. Lernziele beschreiben in diesem Zusammenhang diejenigen Handlungen, zu denen seine Studierenden nach Besuch der Lehrveranstaltung in der Lage sein sollen. Zu Beginn des Semesters bespricht Professor Müller diese Lernziele mit seinen Studierenden und weist darauf hin, dass die Erreichung der Lernziele in der Prüfung beurteilt wird. Nina und ihre KommilitonInnen wissen seither, was von ihnen erwartet wird und können ihre Lernaktivitäten und ihr Engagement in der Lehrveranstaltung besser strukturieren. Wie geht Professor Müller nun aber an die Formulierung seiner Lernziele heran? Hier ein Überblick, was auch du bei der Formulierung von Lernzielen beachten solltest. Erstens. Lernziele bestehen immer aus einer Inhalts- und einer Verhaltenskomponente. Mit der Inhaltskomponente beschreibst du den Gegenstand, an dem gelernt werden soll. Die Verhaltenskomponente enthält ein eindeutig formuliertes Verb, das aufzeigt, was der Lernende mit dem Lerngegenstand machen kann. Herr Müller hat beispielsweise das Lernziel formuliert: Die Studierenden geben die Konventionen zur Beurteilung der Größe eines Effektes wieder. In diesem Beispiel handelt es sich bei den Konventionen zur Beurteilung der Größe eines Effektes um die Inhaltskomponente. Die Verhaltenskomponente kommt durch das Verb wiedergeben zum Ausdruck. Zweitens. Mit deinen Lernzielen solltest du verschiedene Verarbeitungstiefen und Kompetenzbereiche abdecken. Verschieden tiefe Verarbeitungsprozesse des Lerngegenstands können durch die Verhaltenskomponente zum Ausdruck kommen. Um sowohl oberflächlichere als auch tiefergehende Verarbeitungsprozesse zu bedienen und um verschiedene Kompetenzbereiche einzubeziehen, orientiert man sich bei der Formulierung von Lernzielen häufig an einer sogenannten Lernzieltaxonomie. John Biggs, Begründer des Constructive Alignment, schlägt hierzu die Solow-Taxonomie vor. Häufiger verwendet wird jedoch die Lernzieltaxonomie nach Bloom. Drittens. Wenn du ganz neu damit beginnst, Lernziele für deine Lehrveranstaltung zu formulieren, dann denke erst einmal nicht an die Inhalte, die du deinen Studierenden nahebringen möchtest. Stelle dir mit Bezug zum Thema deiner Lehrveranstaltung am besten folgende Frage: Welche Fähigkeiten und Kompetenzen brauchen meine Studierenden zur späteren Ausübung ihres Berufes? Diskutiere diese Frage gerne auch mit deinen KollegInnen und verwende die Ergebnisse als Basis für deine Lernziele. Viel Erfolg bei der Formulierung deiner Lernziele!